Moin zusammen. Ich bin hier bei Mo Sushi in Düsseldorf, Neuss, irgendwo so in der Grenze dazwischen. Allerdings nicht, um Sushi zu essen, obwohl es echt gut aussieht, sondern ich habe hier ein Smartphone mitgebracht. Nein, ich habe es nicht mitgebracht, jemand anders hat es mitgebracht, nämlich die Firma FX-Tech. Es ist das FX-Tech Pro One. Sieht aus wie ein normales Smartphone, denkt man sich, wenn man nicht allzu nah heranschaut. Dann stellt man nämlich fest, eigentlich ist das zweigeteilt und nein, es ist kein faltbares Telefon, sondern es ist eins zum Aufklappen. Okay, nein. Das ist das Nokia N900 und inzwischen ziemlich genau 10 Jahre alt, aber hat immer noch seine Fanbase, weil es keinen vergleichbaren Ersatz gibt. Bis jetzt. Das FX-Tech Pro One hat ein abgerundetes 5,99 Zoll AMOLED-Display, 6 GB RAM und 128 GB internen Storage und läuft auf einem Snapdragon 835. Der Bildschirm hinter dem Gorilla Glass 3 löst mit 2160 x 1080 Pixeln FHD Plus auf, hat also ca. 403 ppi. Die Hauptkamera hinten ist mit einem 12 Megapixel Sony-Chip ausgestattet, eine zweite mit 5 Megapixeln verbessert die Tiefenwahrnehmung. Vorn gibt es eine 8 Megapixel Kamera mit festem Fokus. Dual-Band Wi-Fi inklusive AC ist ebenso an Bord wie Bluetooth 5.0, Google Play kompatibles NFC und Global LTE. Das Pro One unterstützt Dual Nano SIM, statt der zweiten SIM lässt sich aber auch eine MicroSD-Karte einlegen, um den Speicher auf bis zu 2 Terabyte zu erweitern. Stereo-Lautsprecher sind dabei und dank der vierpoligen Headset-Klinke lässt sich sogar UKW-Radio hören. An der Seite gibt es eine Lautstärke-Wippe, einen Power-Button, einen Fingerabdrucksensor und einen extra Kameraauslöser. Oh, und eine RGB-Benachrichtigungs-LED hat es auch. Der 3200 mAh Akku lässt sich nicht drahtlos laden, aber über den USB-C-Anschluss mit HDMI-Support. FX-Tech gibt 10 Stunden Gesprächszeit und 20 Tage Standby an. Wir werden sehen. Ausgeliefert wird das Pro One mit Android 9.0 Pie. Ein Upgrade auf Q soll kommen, sobald möglich. Außerdem arbeitet FX-Tech mit den Leuten bei Lineage und Sailfish OS zusammen. Alternative Betriebssysteme sind also nicht nur möglich, sondern quasi offiziell vorgesehen. Auch das Anlocken des Bootloaders soll sehr branchenunüblich nicht direkt einen Verlust der Garantie bedeuten. Achso, und es hat eine ausklappbare Tastatur. 5 versetzte Zeilen, 64 Tasten, Hintergrundbeleuchtung. Der Schiebemechanismus fühlt sich sehr stabil an und bleibt ordentlich entweder offen oder geschlossen, ohne rumzueiern. Zum Aufschieben drückst du mit beiden Daumen die Unterkante des Displays nach oben und mit dem satten Schnappen dabei fühlst du dich direkt wie ein Hacker auf Rollerblades. Ausgeklappt befinden sich Bildschirm und Tastatur in einem 25-Grad-Winkel zueinander und da es keine Kamerabeule gibt, lässt sich die Tastatur auch auf dem Tisch liegend benutzen. Oh, und für den deutschen Markt wird es auch eine Version mit deutschem Tastaturlayout geben, die gemeinsam mit der Community ausgearbeitet wurde. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt. FX-Tech macht hier als Startup mit einem Nischenprodukt vieles richtig. Sie kommunizieren offen und direkt, kommen mit einem Minimum an Marketing-Blabla aus und wissen, dass ihre Zielgruppe Techies mit einem Hang zum Customizen sind. Nicht ohne Grund wird das Pro One so gern mit dem N900 verglichen, einem softwareseitig sehr anpassbaren Smartphone auf Linux-Basis, für das Nokia damals von den Nerds sehr gefeiert wurde. Ich hatte früher ein N900 und wenn du auch eins hattest, bist du beim Pro One auf jeden Fall richtig. Wer unterwegs programmieren oder auf der Shell Server administrieren will, kann mit Bildschirmtastaturen nicht viel anfangen, weil es einfach keine Autokorrektur für Shell-Skripts gibt. Bislang waren deine Möglichkeiten, von 10 Jahre alter Hardware mal abgesehen, Blackberries, die aber immer eine platzfressende Tastatur haben, selbst wenn du nur "Na toll" Kack-Emoji tippen möchtest, oder der Gemini von Planet Computers, der aber wie ein Laptop aufgeklappt wird und daher im Hochformat ziemlich affig aussieht. Das Pro One bietet jetzt das Beste aus beiden Welten. Oh, übrigens, der Bildschirm ist an 4 einfach zugänglichen Schrauben montiert. Der Akku lässt sich mit ein paar weiteren Schrauben ebenfalls tauschen. Sogar der USB-Anschluss ist nicht einfach auf die Hauptplatine gelötet, sondern sitzt auf einem eigenen kleinen PCB für den Fall, dass er nach ein paar Jahren den Geist aufgibt. Die Leute sind halt einfach selber Techies, die wissen, was wir wollen. Apropos haben wollen, wer vorbestellt hat, soll nächste Woche bereits die Mail mit der Bitte um die Bezahlung der 649 € erhalten. In den Versand aus UK gehen die ersten Geräte dann Anfang September. Ich glaube, die Tastatur ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gerade dann, wenn man vielleicht ein bisschen kleinere Hände hat, kann es schwierig sein.
die Finger zusammenzukriegen auf die Tasten in der Mitte. Aber dafür ist es ein echt gutes Format. Es fühlt sich gut an. Worauf ich richtig stehe, ist die Möglichkeit zu sagen, du kannst den Bootloader anlocken, du kannst Sailfish OS drauf installieren, du kannst Lineage OS drauf installieren. Ich habe es auf jeden Fall vorbestellt und sobald ich meins habe, werde ich hier auf jeden Fall mehr Videos veröffentlichen mit, wie man Custom Software installiert, ein kompletter Testbericht, was alles möglich ist mit der Hardware und Software, die drauf ist. Und ja, wir sehen uns.